Freut mich, dass wir so zahlreich geworden sind. Ich hoffe, alle können einigermaßen sehen und mich verstehen. Ich heiße Sie erstmal herzlich willkommen bei der BioID. Wir sind eine Firma, wir machen biometrische Gesichtserkennung für größtenteils Ausweisverifizierung. Also wenn Sie zum Beispiel ein Bankkonto eröffnen wollen und sich da ausweisen wollen, dann vergleichen wir zum Beispiel, ob das Ausweisfoto und Sie die gleiche Person sind, ob Sie wirklich als Person in die Kamera schauen oder ob Sie nicht ein Replay von einem Handy oder von einem Foto sind und künstlich auch, ob Sie nicht ein Deepfake sind. In meiner Präsentation geht es natürlich vorrangig um Deepfakes. Das bedeutet aber trotzdem, dass ich eigentlich den größten Teil der Präsentation mich grundsätzlich mit künstlicher Intelligenz beschäftige, was das eigentlich bedeutet und wie sowas eigentlich gemacht wird, was dahinter steckt, hinter solchen Technologien. Bei uns ist eigentlich alles KI-basiert. Und dann gehe ich ein bisschen zurück zu Deepfakes im Konkreten, was es da für Möglichkeiten und Varianten gibt und welche Rolle die halt bei uns in der Firma spielen. Was sind Deepfakes? Deepfakes sind ein Wortkonstrukt, das besteht aus zwei Teilen. Einmal Deep. Das Deep kommt vom Deep Learning. Deep Learning ist eine Methode des maschinellen Lernens. Das ist die Methode, die häufig hinter diesem ganzen Hype, hinter der künstlichen Intelligenz steckt. Und Fake, naja, es ist halt ein Fake, es ist ein künstlich erzeugtes oder manipuliertes Medienmaterial. Fake hat so ein bisschen die Konnotation, dass es der Täuschung dient. Es ist jetzt aber so, dass viele von den Technologien, über die ich reden werde, zur Medienerstellung oder Manipulation nicht unbedingt zur Täuschung dienen müssen, sondern auch einfach sinnvolle Produkte sein können, wenn es zum Beispiel um Bildbearbeitung in Videos geht, in Computerspielen oder sonst was. Zunächst einmal ein Beispiel. Democracy is a fragile thing, more fragile than you want to believe. If the election fails, there is no democracy. I don't have to do anything. You're doing it to yourselves. People are divided. Your voting districts are manipulated. Voting locations are closing, so millions can't vote. It's not hard for democracy to collapse. All you have to do is nothing. Das Video sagt am Ende, this footage is not real, but the threat is. Dieses Video von Kim Jong-un ist natürlich nichts, was er selber gesagt hat, sondern das ist Teil einer Kampagne, um Amerikaner zum Wählen aufzurufen. Genau. Aber man hat schon mal gesehen, was Deepfakes machen können. Deepfakes können uns ein Video präsentieren, was, wie ich finde, erstaunlich echt wirkt. Aus dem Kontext heraus können wir in diesem Video natürlich erkennen, dass es, oder vermuten, dass es nicht Kim Jong-un persönlich war, der das gesagt hat. Ich will Ihnen noch ein zweites Beispiel zeigen, was mit nicht ganz so viel Aufwand betrieben wurde und relativ kurzfristig produziert wurde. Und da geht es ein bisschen weniger darum, was genau gesagt wird, solange Sie kein Ukrainisch sprechen können. Das ist ein Video, was jetzt aufgetaucht ist vor einigen Wochen, was Zelensky zeigt, der angeblich seine Mitbürger informiert, dass er die schwere Entscheidung getroffen hat, zu kapitulieren, dass seine Soldaten aufgeben sollen. Dieses Video ist natürlich nicht von Zelensky selber, sondern es ist ein Deepfake. In diesem Video sieht man das tendenziell an einigen Stellen deutlich besser als in dem Video davor, dass es nicht ganz echt ist. Man sieht zum Beispiel Inkonsistenzen in der Hautfarbe zwischen Gesicht und Hals. Man sieht auch, dass der Rest des Körpers extrem steif ist und sich eigentlich nur das Gesicht bewegt und verändert. Und zu guter Letzt, wie ich finde, der gute Herr, der da sitzt und seinen Körper anbietet, der ist ein bisschen durchtrainierter als der Herr Zelensky. Also so breite Schultern hat der Herr Zelensky nicht. Die Stimme aber, wie man hört, ist doch, finde ich, sehr ähnlich zum Original. Genau. Auch das Video ist natürlich nicht echt, sondern ein Deepfake. Jetzt die Frage, wie wird sowas gemacht? Die Antwort ist mehr oder weniger künstliche Intelligenz. Künstliche Intelligenz ist aber ein sehr grober Begriff, ein sehr nicht weitführender Begriff. Der kommt eigentlich aus den 40er, 50er Jahren, wurde entwickelt schon von den Visionären der Computerwissenschaften. Man muss das so sehen, in den 40er oder 50er, da waren Computer noch nicht das, was sie heute sind. Das waren eher grobe Rechenmaschinen, die im Vergleich zu modernen Computern auch sehr wenig leisten konnten. Aber die Theoretiker der Zeit waren doch schon sehr visionär, indem sie gesehen haben, dass man mit Computern vielleicht Rechenmaschinen schaffen kann, die so intelligent sind wie ein Mensch. Also was man damals quasi antizipiert hat, ist Computer, die das leisten können, mehr oder weniger, was ein menschliches Gehirn leisten kann. Jetzt ist es nun mal einfach so, der Begriff Intelligenz an sich ist schon
sehr schwierig zu erfassen. Wenn wir an Intelligenz denken, dann denken wir oft zum Beispiel an Herren wie Albert Einstein, an die Genies, an die intellektuelle Spitze der Menschheit, die halt wilde Theorien aufstellen oder mathematische Formeln aufstellen, die für viele andere sehr kompliziert sind und nicht nachvollziehbar sind. Wir denken viel seltener an zum Beispiel Menschen wie Lionel Messi. Aber wenn Lionel Messi mit dem Ball am Fuß durch den Strafraum dribbelt, am Gegner vorbei und den Ball in den Torwinkel schießt, dann ist sein Gehirn dabei extrem aktiv. Er muss sensomotorisch den Ball wahrnehmen, er muss permanent Balance halten, das bei höchster Geschwindigkeit, er muss mit guter Technik den Ball ins Tor bringen. Wenn Sie mal zum Beispiel Schlittschuhlaufen lernen, dann tun Sie sich am Anfang schwer zu balancieren und mit der Zeit funktioniert das immer besser. Dabei verändert sich aber nicht Ihr Fuß, sondern da verändert sich das, was in Ihrem Gehirn passiert. Das heißt, wenn wir Intelligenz wahrnehmen oder über intelligente Systeme reden, über das, was ein Gehirn leisten kann, sollten wir Intelligenz viel breiter verstehen. Nicht nur als das, was wir bewusst machen, die bewussten Gedanken, sondern auch all das, was unser Gehirn leistet. Was bei künstlicher Intelligenz heute eigentlich am meisten übrig geblieben ist, ist die Inspiration vom menschlichen Gehirn, insbesondere bei der Frage, wie entsteht eigentlich diese Intelligenz, wie entwickelt sich diese Intelligenz. Wenn wir als Menschen geboren werden, als Babys, dann können wir zunächst einmal nichts. Wir haben zwar Beine, aber wir können nicht laufen, wir haben Arme, aber können nicht greifen, wir haben Augen, aber wir können nicht mal wirklich sehen. Unser Gehirn besteht aus Neuronen, 86 Milliarden davon. Diese Neuronen bilden im Endeffekt ein Netzwerk, in dem elektrische Pulse von unseren Sensoren, wie zum Beispiel von der Netzhaut in unserem Auge, weitergegeben werden, von Neuron an Neuron. Und durch diese Weitergabe von elektrischen Impulsen entsteht im Endeffekt ja ein Rechenmechanismus, der uns im Endeffekt erlaubt, Dinge zu tun, die wir tun können, zum Beispiel Objekte zu sehen und zu greifen. Künstliche Intelligenz, wenn es heute um künstliche Intelligenz geht, dann geht es meistens darum, wie kann ich intelligente Systeme trainieren, also wie kann ich intelligente Systeme dazu bringen, etwas zu lernen, so wie es unser menschliches Gehirn halt auch tut. Was ist Machine Learning? Machine Learning ist eben genau das Lernen von intelligenten Systemen durch eine Maschine. Dazu muss man verstehen, Machine Learning ist ein gewisser Paradigmenwechsel in der Art und Weise, wie man Probleme löst. Problemlösung ist klassisch, wir nutzen menschliches Wissen, um Lösungen zu designen. Das heißt, wir haben zum Beispiel den Ingenieur, der bestellt seine Rechnung an und er löst analytisch ein Problem. Er führt ja quasi ein Problem zu einer Lösung durch Wissen, durch Kontext, durch Design. Machine Learning hingegen ist mit Computern nach Lösungen suchen. Das heißt, wir haben Daten, wir haben Informationen, in denen alles steckt, die wir brauchen zur Lösung, und wir haben einen Computer und wir suchen mit diesem Computer nach Lösungen. Wir designen also nicht die Lösung. Um das nochmal ein bisschen einzuordnen von der Begrifflichkeit, es gibt den Begriff der künstlichen Intelligenz. Künstliche Intelligenz muss aber nicht nur gelernte Intelligenz sein, das kann aber auch symbolische Intelligenz sein, regelbasierte Intelligenz sein. Dann haben wir den Unterbegriff des Machine Learnings. Maschinelles Lernen heißt eben wir lernen die Lösungen, wir suchen die Lösungen. Und Deep Learning ist dann wiederum eine sehr spezifische Unterkategorie davon. Es ist die Kategorie, die sich mit künstlichen neuronalen Netzen beschäftigt. Wie wird so etwas gemacht? Wenn wir mit einem Computer Algorithmen suchen, dann müssen wir als allererstes verstehen, dass was wir brauchen, um diese Algorithmen zu finden, um dieses Machine Learning zu betreiben, ist, wir brauchen alles, was wir an einem Computer repräsentieren können, in Zahlen. Das ist nicht unbedingt ganz intuitiv, aber wenn Sie auf einem Computer ein Bild sehen, dann haben Sie da eine Zahlenrepräsentation dieser Bilder. Sie haben eigentlich für jeden Pixel in einem Bild haben Sie einen Zahlenwert. Wenn das Bild in Farbe ist, dann haben Sie 3 Zahlenwerte, RGB, also Rot, Grün und Blau, Zahlenwerte, die dann wiederum das Bild repräsentieren und digital darstellen. Das funktioniert aber nicht nur bei Bildern so, sondern das ist tatsächlich eigentlich anwendbar auf so ziemlich alles. Stellen Sie sich vor Sprache. Sprache in unserem Verständnis besteht aus Wörtern und nicht aus Zahlen. Was Sie aber machen können, Sie können ein Wörterbuch nehmen und Sie sortieren einfach jedes Wort in ein Koordinatensystem. Und können Sie ganz einfach das Koordinatensystem am Anfang machen. Sie sagen einfach Achse 1 ist das erste Wort, Achse 2 ist das zweite Wort, das dritte und so weiter. Das können Sie noch ein bisschen intelligenter machen, indem Sie in einem Raum machen, wo semantisch ähnliche Wörter wie Helikopter und Drohne halt näher sind als semantisch nicht so ähnliche Wörter, zum Beispiel wie Biene und Rakete. Also das Prinzip ist eigentlich, wir nehmen ein Objekt, sei es Sprache, sei es Ton, sei es Bild, und wir verwandeln es in Zahlen. Und dieses Prinzip, dass man das einfach in ein Koordinatensystem reinquatscht, funktioniert eigentlich immer. Wir machen mal eine Beispielaufgabe. Aufgabe, finde einen Algorithmus, der erkennt, ob ein Gesicht in einem Bild ist. Also, wir wissen, wir haben Eingangszahlen, weil wir haben jeden Eingang, den wir haben, Bilder oder sonst was, sind Zahlen.
Wir wollen diese Eingangszahlen zu gewünschten Ausgangszahlen machen. Zum Beispiel, wir wollen, wenn wir ein Gesicht in einem Bild haben, dass eine 1 bei rauskommt. Und wenn kein Gesicht in einem Bild ist, soll eine 0 bei rauskommen. Wie macht man das? Wir nehmen das Eingangsbild und wir initialisieren ein sogenanntes künstliches neuronales Netz. Was ist das? Ein künstliches neuronales Netz ist eigentlich nichts anderes außer eine Anordnung von mathematischen Operationen, sehr leichten mathematischen Operationen, zum größten Teil einfach nur Multiplikation und Addition. Und zwar jeder Pfeil, den Sie hier sehen, steht mehr oder weniger für eine Multiplikation mit einer unbekannten Zahl, also einem Parameter. Ich habe das mal hier für die ersten 3 Zahlen von diesem Pixelwert schematisch dargestellt. Das passiert natürlich mit jedem Pixel, den Sie im Eingang haben. Das heißt, Sie multiplizieren die Eingangszahlen einfach mit irgendwelchen unbekannten Parametern. In den sogenannten künstlichen Neuronen addieren Sie diese dann auf. Dann machen Sie noch ein paar Tricks, wie zum Beispiel, dass Sie, wenn das Ergebnis negativ ist, setzen Sie es einfach gleich 0. Und das führen Sie einfach durch ein riesiges Netz an Operationen durch. Wie riesig? Nun ja, für diesen unbekannten Parametern gibt es in den modernen neuronalen Netzen meistens ein paar Millionen bis sogar ein paar Milliarden. Wenn wir das machen, sagen wir, wir haben Eingangssignale, die aus Zahlen bestehen, und wir haben Ausgangssignale, die aus Zahlen gehen. Das Einzige, was wir brauchen, ist nur die richtigen Multiplikationen und die richtigen Additionen, um halt auf das gewünschte Ergebnis zu kommen. Am Anfang ist es aber schwer, weil wir müssen diese richtigen Parameter erstmal finden. Was wir machen also ist, wir initialisieren das Ganze willkürlich und zufällig. Was dann passiert ist, wir fügen das erste Bild ein und das Ergebnis, was rauskommt, ist höchstwahrscheinlich nicht zu gebrauchen. Was wir aber machen können, ist, wir können sagen, Moment, wir haben einen Sollwert, zum Beispiel das Gesicht, wenn ein Gesicht reinkommt, soll hier eine 1 stehen. Da wir einen Sollwert haben, können wir einen Fehler bestimmen. Der Fehler ist in diesem Fall zum Beispiel, wenn das Netz 0,75 sagt, liegt er bei 0,25. Und jetzt können wir diesen Fehler nutzen, um unser Netz anzupassen, dass es ein Stück weit besser wird. Wie macht man das? Man rollt das Ganze von hinten auf und guckt sich zum Beispiel hier die Multiplikation an, die letzte, und sagt, wir haben da mit einer Zahl multipliziert. Wie wirkt sich das denn auf unseren Fehler aus, wenn wir diese Zahl größer machen oder kleiner machen? Und dann schauen wir uns einfach an, was ist die richtige Richtung, um diesen Fehler kleiner zu machen. Und dann gehen wir schrittweise weiter. Und das machen wir für all diese Millionen Operationen, die da drinnen vorkommen. Das machen wir mit einem Bild, passen das Netz ein bisschen an, dann machen wir es mit dem nächsten Bild, passen das Ganze noch weiter an. Und die Idee ist, wenn wir genug Daten haben, dann haben wir irgendwann ein Netz gefunden, was genau das macht, was wir tun wollen. Das ist künstliche Intelligenz. Was kann man damit machen? In der Theorie alles. Sie haben einen digitalen Eingang, Sie haben einen digitalen Ausgang, Sie stellen beides als Zahlen dar, Sie suchen das korrekte Zahlengewurstel und tada, Sie haben alles gelöst. In der Praxis, die Grundlage dafür ist, Sie brauchen die Daten, Sie brauchen die Informationen, damit Sie so ein System trainieren können. Sie brauchen den Computer, die Rechenkapazität, um das zu rechnen. Wir reden hier von vielen Berechnungen, die für einen Menschen nicht realistisch durchführbar wären. Aber Sie müssen verstehen, das, was wir als Menschen im ganzen Leben rechnen können, das kann ein Computer in einem Bruchteil von einer Sekunde. Denken Sie in der Größenordnung Millisekunde bis Mikrosekunde. Der Ingenieur ist nicht tot. Der Ingenieur designt jetzt aber nicht mehr die Lösung, sondern es kommt natürlich auch immer noch auf die Methode an, die man anwendet. Das heißt, jemand wie ich, der so einen Job macht, ist dann quasi ein Ingenieur, der die Suchmechanismus designt und nicht die Lösung selber. Was kann man damit machen? Ein paar Beispiele. Was wir machen ist Face Detection, also ein Gesicht in einem Bild erstmal erkennen und orten. Liveness Detection, ist die Person, die in die Kamera schaut, echt oder ist es ein Replay von einem Handy? Face Recognition, der Abgleich von 2 Gesichtern. Und Deepfake Detection gehört eigentlich zur Kategorie Face Detection, geht aber noch darüber hinaus. Das Ganze haben wir nochmal visualisiert. Die Liveness Detection, die Face Detection, also die Gesichtserkennung und Lokalisierung, und der Photo Verify. Das sind 2 Fotos von mir, die sollten natürlich ergeben, dass es die gleiche Person ist. Und der Quervergleich mit einer anderen Person sollte natürlich ein negatives Ergebnis erzeugen. Andere Beispiele, was man damit machen kann. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Datensatz mit Bildern und Sie haben Untertitel dazu, Beschriftung zu diesen Bildern. Jetzt können Sie ein Netz trainieren, in beide Richtungen. Sie können sagen, Sie geben dem Netz einfach die Bilder und das Netz soll Ihnen die Beschriftung herausgeben. Und Sie trainieren einfach das Netz daraus, das Bild richtig mit Sprache zu beschreiben. Sie können das Ganze aber auch umdrehen. Sie geben dem Netz Sprache, nämlich die Beschriftung, und sagen dem Netz, es soll Ihnen die Bilder generieren. Diese Bilder zum Beispiel wurden von der AI generiert als Output auf diesen Prompt, also auf diesen Text. Sprache allgemein. Google hat jetzt vor 2 Monaten ein Modell veröffentlicht mit ungefähr 500 Milliarden Parametern, was in der Lage ist, von einer Programmiersprache in die andere Programmiersprache zu übersetzen, was in der Lage ist, Witze zu erklären oder halt Aufgaben zu lösen. Eine Sache, die für Deepfakes natürlich relevant ist, wir müssen irgendwie Medien erzeugen, künstlich, synthetische Medien erzeugen. Und eine Frage ist zum Beispiel, wie lernen künstliche neuronale Netze Bilder zu generieren?
Dazu gibt es verschiedene Verfahren. Ich stelle Ihnen jetzt mal zwei vor. Ein besonders interessantes, finde ich, ist das sind sogenannte GANs, generative neuronale Netze, die basieren auf einem Gegenspielerprinzip. Das heißt, Sie wollen ein neuronales Netz trainieren, was Ihnen künstliche Bilder erzeugt. Und Sie trainieren ein anderes neuronales Netz, was unterscheiden soll, ob ein Bild jetzt eigentlich echt ist oder von einem anderen Netz erzeugt wurde. Was Sie also machen, ist, Sie nehmen echte Bilder, samplen davon zu 50% von den echten Bildern und zu 50% von denen, die Ihr Generator erzeugt. Und der Diskriminator soll sagen, ob das jetzt ein echtes oder ein falsches war. Umso richtiger es gibt einen Fehlerterm für den Diskriminator, umso genauer der ist, umso besser für den Generator und es gibt den Diskriminator und es gibt einen Fehlerterm für den Generator. Das heißt, jedes Mal, wenn er es schafft, ihn zu verarschen, mehr oder weniger, ist das gut für den Generator. Wenn Sie sich jetzt fragen, wie gut das funktioniert, ich habe Ihnen gesagt, das sind echte Images, sind es nicht. Diese Personen existieren nicht. Sie sind von der Website thispersondoesnotexist.com. Das heißt, selbst diese Bilder sind schon von neuronalen Netzen erzeugte Bilder. Wir haben noch ein paar Beispielbilder. Genau. Also all diese Fotos sind quasi synthetisch generiert. Ein anderer Prozess, den ich sehr interessant finde und der auch moderner ist, ist die Diffusion. Stellen Sie sich vor, Sie wollen Katzenbilder erzeugen. Sie haben Katzenbilder. Sie nehmen ein Bild, was Sie haben, und Sie erzeugen schrittweise Rauschen auf diesem Bild. Und jetzt fangen Sie von einem Rauschen an und trainieren ein Netz, das es rückwärts sagen kann, wie denn der nächste Schritt aussehen soll bis zu diesem Bild. Wenn Sie das lange genug trainiert haben, dann können Sie in Zukunft einfach zufälliges Rauschen erzeugen und das Netz wird aus diesem Rauschen halt Katzenbilder erzeugen. Bei Deepfakes gibt es verschiedene Komponenten. Es gibt nicht eine Methodik, es wechselt auch permanent. Es kommen eigentlich viele Möglichkeiten zusammen. Die erste, die wir zum Beispiel brauchen, ist, wir müssen in Bildern Gesichter erkennen und auch die Segmentierung dieser Gesichter erkennen. Das sind zum Beispiel Segmentierungsmasken, indem man das Gesicht, die Nase, die Augen oder die Haare erkennt. Das Zweite, was wir bei Deepfakes brauchen, ist, wir müssen Bilder generieren in verschiedenen Bewegungen und Posen. Das ist das, was Sie hier sehen. Hier sehen Sie auch Probleme, die diese Netze teilweise haben, wenn Sie hier auf die Ohren achten, zum Beispiel, dass es nicht ganz so konsistent ist. Und bei dem Bild ist es halt hier vor allem auch der Hintergrund, der sich dann inkonsistent ändert noch. Wie könnte man sowas zum Beispiel trainieren? Na gut, stellen Sie sich vor, Sie haben zwei Bilder von mir, eins, wo ich so schaue, eins, wo ich so schaue, und Sie haben zu beiden Bildern so eine semantische Maske. Dann können Sie dem Netz einfach ein Bild von mir geben und die beiden Masken und sagen, bitte predikte mir das Ausgangsbild. Und dann habe ich das Ausgangsbild wiederum, um den Fehlerterm zu bestimmen, um das Netz anzuleiten, damit es lernen kann. Weitere Elemente sind sogenannte Style Transfers. Das heißt, hier hat man dann ein Video von Angela Merkel und man möchte gern ein Frame generieren, der wie dieses Video ist, aber natürlich diese Pose darstellt. Das heißt, man muss diese Pose hier, die Augenkoordinaten und die Pose muss man halt als Input geben können, um sowas zu erzeugen. Hier sieht man das dann nochmal, wie so ein Style Transfer in diesem Fall von Pose funktionieren kann auf verschiedenen Gesichtern bekannter Personen. Was man auch braucht, ist Ton. Schauen Sie sich mal einen Style Transfer von Stimmen an. Wir haben als Ausgang eine Aussage und die Stimme einer Frau. Cool, Stella. Cole Stella. Wir haben eine zweite Stimme und eine zweite Aussage. To bring these things with her from the store. To bring these things with her from the store. Und was wir wollen, ist jetzt quasi die Aussage der ersten Person mit der Stimme der zweiten Person. Cool, Stella. Was es auch gibt, sind so Sachen wie Synchronisierung zwischen Lippenbewegungen und Geräuschen. Das heißt, dies ist ein Beispiel aus einem Paper, da soll das Netz anhand der Lippenbewegung vorhersagen, wie das Tonsignal ist sozusagen, also was halt gesagt wird, Lippen lesen. Das ganze Prinzip kann ich natürlich aber auch umdrehen. Also ich kann natürlich auch als Eingang nehmen die Tonfrequenzen, die ich habe und dann halt die Generierung der entsprechenden Bilder. Wir schauen uns nochmal ein Beispiel an, das ist tatsächlich etwas älter, ich glaube 2018. Und da sieht man, dass es noch nicht all diese Komponenten verwendet. Ich finde das sehr beeindruckend, weil es macht eigentlich nichts anderes, außer den Mund sozusagen zu manipulieren und die Stimme. We're entering an era in which our enemies can make it look like anyone is saying anything at any point in time, even if they would never say those things. So, for instance, they could have me say things like, I don't know, Killmonger was right, or Ben Carson is in the sunken place, or, how about this, simply, President Trump is a total and complete dipshit. Now, you see, I would never say these things, at least not in a public address, but someone else would. Someone like Jordan Peele. This is a dangerous time.
Moving forward, we need to be more vigilant with what we trust from the internet. It's a time when we need to rely on trusted news sources. It may sound basic, but how we move forward in the age of information is going to be the difference between whether we survive or whether we become some kind of fucked up dystopia. Thank you. Stay woke, bitches. Ja, wie betrifft uns als BioID Deepfakes? Wir haben ja schon, wie gesagt, diese Lebenderkennung, wir müssen sicherstellen, dass eine Person wirklich in die Kamera guckt. Deepfakes sind natürlich erstmal ein Potenzial, das zu umgehen, das ist ein Angriffsvektor für uns. Wir sind eigentlich sehr gut dagegen geschützt. Warum? Weil Deepfakes müssen von einem digitalen Device abgespielt werden, das heißt von einem Handy oder von einem Computer. Und wir sind wiederum in der Lage, ein Handy und einen Computer zu erkennen. Das heißt, wir sind eigentlich dagegen geschützt. Es gibt aber immer noch den Angriffsvektor der virtuellen Kameraeinspeisung. Wir sind darauf angewiesen, weil wir nicht die Endkundenprodukte erzeugen, sondern nur die KI-Lösung, dass unsere Kunden wiederum ihre App sicher schreiben und vor diesen virtuellen Kameraeinspeisungen geschützt sind. Es ist natürlich einfacher, wenn wir in der Lage sind, das nicht auf den Endkunden, also auf unseren Kunden, Entschuldigung, abzulagern, dieses Problem. Für uns sind Deepfakes aber auch darüber hinaus sehr interessant, weil es auch ein individuelles Produkt für uns ist, in Zukunft halt quasi Services anzubieten, die halt Deepfakes detekten können. Wir sind zum Beispiel Projektpartner in einem BMBF-Projekt, an dem unter anderem zum Beispiel die Polizei Berlin teilnimmt, das LKA aus Sachsen, die Bundesdruckerei, Fraunhofer, die Deutsche Post und noch ein paar andere. Genau. Das heißt, es ist auch ein Thema, was für die Sicherheitsbehörden oder allgemein immer größere Interessen aufwirkt. Wenn Sie mal selber mit Deepfakes oder mit diesen Technologien herumspielen sollen, es gibt ein paar Apps, die Sie mal ausprobieren können. Als Beispiel mal Avatarify, da können Sie Ihr eigenes Gesicht auf Videosnippets zum Beispiel aus irgendwelchen Filmen machen. Das heißt, Sie können dann Jack Sparrow in Fluch der Karibik sein und dann wird das Gesicht ausgetauscht mit Ihrem eigenen. Wenn Sie Ihre eigenen Fähigkeit testen wollen, Deepfakes zu erkennen, gibt es auch dafür eine Seite, mit der Sie mal rumspielen können. Und es gibt auch die ersten öffentlich zugänglichen Lösungen, die einem helfen dabei, Deepfakes als solche zu erkennen. Wie machen wir Deepfake Detection? Natürlich auch mit künstlicher Intelligenz. Das heißt, wir trainieren Netze, die dazu in der Lage sind und sein sollen vor allem auch, Deepfakes als solche zu erkennen. Das wird natürlich zunehmend problematischer, die werden immer besser. Und es ist absehbar, dass in naher Zukunft das für Menschen immer schwieriger bis unmöglich wird, Deepfakes als solche zu erkennen. Und dann werden wir auf dieses Wettrennen der Maschinen mehr oder weniger angewiesen sein. Ich danke Ihnen.